Hallo Leute, viele Grüße hier aus Schweden mal wieder. Ich dachte, ich rede heute mal über das schwedische Arbeitsleben. Ich arbeite jetzt hier schon seit 8 Jahren, habe staatlich gearbeitet, aber auch privat und wollte gerne mal von ein paar schwedischen Besonderheiten im Arbeitsleben berichten. Und ich habe mir noch eine Kleinigkeit für euch mitgebracht. Ich glaube, das wird noch einige von euch schocken. Und was es mit diesem Buch auf sich hat, das erzähle ich euch am Ende des Videos. Also, ich hoffe, ihr seid gespannt. So, das erste, worüber ich da einmal sprechen möchte, ist die flache Hierarchie hier in Schweden am Arbeitsplatz. Was, glaube ich, schon auch noch einfach ein deutlicher Unterschied zu Deutschland ist, wo es vielleicht auch immer noch mal eine deutlichere Hierarchie gibt, mit den Chefs auf verschiedenen Leveln, die einfach Sachen direkt auch bestimmen. Und klar, das gibt es natürlich auch so noch in Schweden, aber ich habe immer das Gefühl, dass hier erstmal noch jeder Mitarbeiter oder jeder Projektmitarbeiter um seine Meinung erst noch gefragt wird, und bevor nicht alle noch mal was gesagt haben, wird da nicht direkt quasi eine Entscheidung getroffen. Und das ist natürlich häufig sehr gut, weil man das Gefühl hat als Mitarbeiter, dass man auch Gehör bekommt. Manchmal hat man das Gefühl, dass das den Prozess etwas langsam macht. Aber insgesamt finde ich, dass man als Mitarbeiter das Gefühl hat, mehr auf Entscheidungen Einfluss nehmen zu können dadurch. Und das Ganze, diese flache Hierarchie, die breitet sich auch irgendwie in anderen Teilen des Arbeitsplatzes aus, dass zum Beispiel auch immer zusammen gegessen wird und auch häufig die Chefs keine eigenen Büros haben. Das kann natürlich mal sein, dass so der höchste Chef noch ein eigenes Büro hat, aber häufig haben, sag ich mal, so die Gruppenchefs eigentlich keine eigenen. Ist natürlich auch da immer noch mal ein Unterschied von Unternehmen zu Unternehmen, aber das ist so meine Erfahrung, dass die häufig mit den Mitarbeitern zusammensitzen, und falls sie dann mal einen Raum brauchen, dann wird sich einfach ein Meetingraum für eine kurze Zeit dann gebucht, und ansonsten sitzen alle miteinander. Also das würde ich schon sagen, ist ein Unterschied. Das sind immer so diese kleinen Feinheiten am Ende des Tages, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass auch andere Deutsche, die hier arbeiten, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. So, jetzt kommen wir einmal zur nächsten Besonderheit, und da geht es ums Mittagessen bei der Arbeit. In Deutschland ist das ja häufig so, dass man entweder zum Mittagstisch rausgeht oder man hat eine eigene Kantine. Und in Schweden, klar, geht man auch mal zum Essen raus mit den Kollegen, kein Problem. Aber häufig hat man seine kleine Lunchbox mit sich, seine Tupperdose mit dem Essen vom letzten Tag vom Abendessen, und hat da seine Reste mit, und dann hat man quasi einen großen Raum mit Mikrowellen, wo das dann alles warm gemacht wird. Und so sieht das dann nämlich am Ende aus, wenn man hier sein Essen warm macht. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Standard hier in Schweden. Kommen wir zur dritten Besonderheit. Und in Schweden ist es ja häufig so, dass nachmittags eine Fika gemacht wird. Also eine Kaffeepause, wo häufig auch süßes Gebäck dazu gehört. Und das gibt es natürlich auch sehr, sehr häufig auf dem Arbeitsplatz, wo quasi der Arbeitgeber ja ein bisschen Gebäck einkauft, und dann trifft man sich so um 2:30 im Fika-Raum, wo man dann quasi ja zusammen eine Viertelstunde, eine halbe Stunde das dann isst. Und eine Sache, die einfach super schwedisch ist, dass alle kriegen ihr Stück, und dann bleibt vielleicht noch mal etwas übrig, und keiner wagt es, das letzte Stück zu nehmen. Und dann sieht es nämlich immer so aus, dass alle noch mal ein ganz kleines Scheibchen vielleicht noch mal nehmen, und dann noch mal ein kleines Scheibchen, und am Ende ist das schon wirklich nicht mehr schön anzusehen. Und ja, falls ihr an einem schwedischen Arbeitsplatz seid, fasst euch ein Herz und nimmt einfach das letzte Stück. Am Ende sind alle dafür dankbar. So, wir können auch noch mal über die Besonderheiten des schwedischen Gehalts reden. Und da ist es so, dass wenn man einen neuen Job antritt, dann wird eigentlich auch wie in Deutschland ganz normal das Gehalt verhandelt. Da versucht man natürlich so viel rauszuschlagen, wie es geht. Aber wenn man dann erstmal angestellt ist und es dann zur jährlichen Gehaltsverhandlung kommt, da ist es unglaublich schwer, größere Sprünge zu machen. Da wird dann in der Regel geguckt, was die Gewerkschaften gerade so verhandeln.
Und das ist dann sehr nah an der Inflation in der Regel dran, also 2-3% häufig. Und das kriegt man dann. Und es ist eigentlich relativ egal, was man da für tolle Gründe bei der Verhandlung vorführt. Also da lässt sich kaum was dran ändern, leider. Gibt das da natürlich auch Unterschiede? Na klar, aber in der Regel ist das leider so. Und wenn man tatsächlich mal einen richtig großen Gehaltssprung machen möchte, muss man dann direkt gleich Chef werden. Oder man muss tatsächlich die Firma wechseln. Und das passiert dann auch doch recht häufig, dass einfach die Leute sagen, ja gut, ich kriege ja immer nur meine 2-3%, wechsle ich die Firma, mache quasi denselben Job bei einer anderen Firma und mache dann den direkten Gehaltssprung 10-15%. Und ab dem Moment, wo man bei der neuen Firma ist und da in diesen jährlichen Tonus reinkommt, ist man dann auch wieder bei den 2-3%. Also etwas, ja, muss man sich auch dran gewöhnen erstmal. Aber ich würde schon sagen, dass es ein kleiner Unterschied ist zu Deutschland, wo man, glaube ich, eher nochmal einen besseren Gehaltssprung machen kann, wenn man auch einfach gut gearbeitet hat und gute Ergebnisse geliefert hat. Aber nicht wirklich in Schweden, ist mein Gefühl. So Leute, jetzt kommen wir zum letzten Punkt, was hier noch sehr besonders ist in Schweden. Und das habe ich euch schon erzählt. Es geht um dieses Buch hier. Und was es damit auf sich hat, wird, glaube ich, einige von euch schockieren. Das ist der Steuerkatalog von Skåne in diesem Beispiel. Teil 1 aus 2023. Sieht aus wie ein Telefonbuch, hat allerdings nicht so viel mit Telefonnummern zu tun, sondern da steht für jeden Einwohner in diesem Teil von Skåne drin, wo die wohnen, wie die heißen, wie viel die im Jahre 23 verdient haben und dann auch noch, wie viel sie aus anderen Kapitalquellen bekommen haben, also Aktien und ähnlichen Investitionen. Das heißt, das Ganze kann man sich bestellen, kein Problem. Ich glaube, so ein Katalog kostet irgendwie 20 €. Und dann weiß man ganz genau, was die Nachbarn verdienen, was die Mitarbeiter verdienen, was die Freunde verdienen. Und dann kann man sich das im nächsten Jahr dann wieder bestellen und dann weiß man, wie viel die im Gehalt gestiegen sind. Und genau, war auch, als ich hier ankam, ein großer Schock für mich, dass Gehälter und Einkommen und ähnliches hier kein Geheimnis sind. Und ja, man muss sich dran gewöhnen. Hat natürlich auch manchmal einen Vorteil, gerade wenn man vielleicht den Job wechselt und gerne wissen möchte, was die Leute in diesem Bereich verdienen, kann man das natürlich hier drüber erfahren. Aber ja, es ist etwas Gewöhnungssache und ich kann mir gut vorstellen, dass das einigen für euch nicht wirklich gut vorkommt. Aber das gehört zu Schweden dazu und ja, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich könnte mir vorstellen, dass die meisten Deutschen davon nicht so viel halten, weil ja doch Thema Gehalt und Geld in Deutschland nicht so öffentlich diskutiert wird. Aber in Schweden ist das so. Ja, also falls ihr in Schweden wohnt, lebt, holt euch mal so ein Ding. Ist interessant. Interessante Lektüre. Ja, das war's mit den Besonderheiten hier aus dem schwedischen Arbeitsleben. Gibt natürlich noch ein paar Feinheiten, aber im Großen und Ganzen ist es doch sehr ähnlich wie in Deutschland. Aber gerade diese kleinen Besonderheiten machen doch einen Unterschied. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut.